Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 21. Mai erschien Regeln auf der Facebook-Seite. In dem Video beschwert Rainer sich hauptsächlich über Leute, die sich auf seiner Facebook-Seite über ihn lustig machen, führt neue Regeln ein und erklärt, er fühle sich diskriminiert, wenn Leute Metal als Metal schreiben, nur um ihn zu ärgern. Regel Nummer 3 lautet, auf die Rechtschreibung achten. Jede seiner Regeln enthielt mindestens einen Rechtschreibfehler. Am selben Tag erschien das Video Ein Gespräch über meine Ansichten. In dem Video, das aus einem 40-minütigen Monolog besteht, erwähnt er aus Interesse einmal, Sex im Mittelalter gegoogelt zu haben. Dadurch entwickelte er die Vorstellung, im Mittelalter hätten Kinder ihre Eltern beim Geschlechtsakt beobachtet und die Menschen zu der Zeit wären offener mit ihrer Sexualität umgegangen als heutzutage. Ein User auf Lachschon schrieb, seit der durch uns bekannt wurde, ist ihm der Fame echt zu Kopf gestiegen. Auch tauchten auf Facebook immer weitere Satire-Seiten auf, wie zum Beispiel Rainer Winkler Partei, Rainer Winkler klaut Memes, Rainer Winkler gegen Rechtschreibung, Rainer Winkler gegen Rhythmus und Rainer Winkler gegen alberne Kopfbedeckungen. Am 22. Mai erschien Vlog des Drachen Nummer 13, heute mal schon einen am Do, in dem er stolz eine Don Antonio Zigarre präsentiert, die er plant zu rauchen, sobald er 1000 Abonnenten hat. Er berichtet, dass ihm der Beitritt zu einem YouTuber-Netzwerk angeboten wurde, jedoch hadert er mit sich und fragt die Zuseher nach ihrer Meinung dazu. Auch erwähnt er, wieder ein Forum zu haben, er macht sich jedoch Sorgen, dass sich zu viele Hater dort anmelden. Mittlerweile bemüht er sich um ein Postfach für Fanpost. Auf Facebook erlaubt er keine Memes, die sich über ihn oder andere lustig machen. Auch behauptet er, an seiner Rechtschreibung zu arbeiten. Auf Lachschon beschwerte sich ein User, dass seine YouTube-Videos, welche sich über Rainer lustig machen, von diesem wegen Urheberrechtsverletzung gemeldet wurden. Am 23. Mai erschienen die Videos Drachen Games LP komplett neuer Plan und Trailer 4, in dem er sich wieder über Lachschon beschwert. Am selben Tag erschien Vlog des Drachen Nummer 14 Intro neu. In dem Video präsentiert er erst stolz ein paar Flammeneffekte, berichtet dann am Wochenende in Erlangen gewesen zu sein und dort ein paar Autogramme verteilt zu haben. Dann berichtet er, dass es seiner Großmutter mittlerweile wieder besser geht. Dann geht er auf Kommentare ein und kündigt an, einem YouTuber-Netzwerk beizutreten. Am 26. Mai erschien Time of Metal Nummer 13, Facebook-Schlägerei muss das sei, in dem er Springerstiefel und einen Schottenrock trägt. In dem Video echauffiert er sich über Menschen, die andere verprügeln und behauptet, er hätte in einer solchen Situation mit Gewalt gegenüber den Tätern reagiert. Am 27. Mai erschien das Video Drachenlord redet über Politik. Erst stellt er klar, sich nicht für Politik zu interessieren, sich mit dem Thema nicht auszukennen und Nichtwähler zu sein. Als er über amerikanische Geheimdienste zu sprechen kommt, verwechselt er NSA, USA und CSI. Auch kennt er in Deutschland nur 2 Parteien und zeigt sich über das Konzept von Demokratie generell verwirrt. Als er über die Armut in der dritten Welt zu sprechen kommt, fällt dieser legendäre Satz. Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Auch findet er es ungerecht, dass Menschen wie Bill Gates Milliarden besitzen, während Menschen in armen Ländern verhungern, und fordert eine radikale Umverteilung von Vermögen. Auch spricht er sich gegen die Diskriminierung von Homosexuellen in Russland aus. Rainers Politikvideo schlug solche Wellen, dass am 28. Mai auch das Regenbogenschaf, wohl der bekannteste Hater, dazu Stellung nahm und Rainer auf sein Nichtwissen hin kritisierte. Am selben Tag erschien das Video Es reicht, in dem Rainer sich enttäuscht zeigt, dass seine Videos nicht genug Wertschätzung erfahren.
Am 29. Mai erschien das Video Fragen von Facebook beantwortet, in dem er zunächst ankündigt, bald eine Pause von YouTube zu nehmen. In dem Video behauptet er, einen normalen Schulabschluss zu haben. Auf die Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren, gibt Rainer an, bis dahin nach wie vor in seinem Haus leben zu wollen, mit einer erfolgreichen Firma, einer Frau und 2 bis 4 Kindern. Auch behauptet er, Erinnerungen an eines seiner früheren Leben im Mittelalter zu haben und gibt an, 10 bis 12 Stunden, 7 Tage die Woche zu arbeiten. Am 31. Mai war Rainer auf dem Out and Loud Festival, obwohl er mehrmals behauptet hatte, dieses Festival nicht zu besuchen. Dort wurde er auch von einigen Zusehern erkannt und angesprochen. Am 1. Juni lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 15, 2 bis 4 Wochen Pause hoch. Er kündigt an, 2 Wochen Pause zu machen und danach das 1000 Abonnenten-Special hochzuladen. Dann erzählt er, dass soeben 5 Fans ihn spontan zu Hause besucht hätten. Am 9. Juni erschien Drachenlord Pause, wann geht es weiter? Er kündigt an, im Time of Metal Alben vorzustellen und in seinen Vlogs mehr über sich selbst zu reden. Anschließend sagt er das 1000 Abonnenten-Special ab. Am selben Tag erschien das Video Fanpost, Autogrammkarten und Postfach, in dem er erklärt, nun endlich ein Postfach für Fanpost zu haben und ankündigt, in der folgenden Woche wieder neue Videos hochzuladen. Am 14. Juni beantwortete Rainer auf AskFM die Frage, wenn du jetzt jemanden umarmen könntest, wer wäre das? Mit Mein Kind, wenn ich schon eines hätte. Am 16. Juni lud Rainer das Video TOM, Time of Metal Nummer 1, Band Cryptic Forest, Album Ist dir, Deutsch, hoch, in dem er Album und Band vorstellt. Am 28. Juni erschien Best of Drachenlord. Dieses besteht zum Großteil aus einem Zusammenschnitt von Szenen älterer Videos. Dann kündigt Rainer neue Folgen von 4 Drachen und der Metal an und bedankt sich sichtlich gut gelaunt bei all seinen Zusehern. Anschließend wurde es für einige Wochen still um Rainer. Den ganzen Juli erschienen keine neuen Videos. Auf Flachschon wurde schon spekuliert, er würde nie zurückkommen. Am 4. August schließlich gab es ein Lebenszeichen. Rainer lud gleich 2 Videos hoch. In Bauarbeiten, Internet und Summer Breeze Infovideo rechtfertigt er sich, indem er behauptet, momentan kein Internet zu haben. Er kündigt an, am Summer Breeze zu sein und dort Videos zu drehen. In Fanpost beantwortet Nummer 1 Autogrammfieber liest Rainer Briefe vor, die er von Fans erhalten hat. Am 5. August erschien dann 4 Drachen und der Metal, Folge Nummer 2 kommen noch Folgen. Am 8. August lud Rainer das Video Drachenlords Running Order Summer Breeze 2014 hoch. In diesem bietet er Fans an, ihn auf dem Summer Breeze zu treffen. Das Summer Breeze fand vom 13. bis 16. August 2014 statt. Tatsächlich traf Rainer dort Fans und ließ sich mit diesen fotografieren. Am 29. August lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 16, Drachenlord und Drachenlady hoch. In diesem kündigt er an, vor kurzem mit einer alten Freundin wieder Kontakt aufgenommen zu haben, welche sich interessiert gezeigt hat, in seinen Videos aufzutreten. Auch berichtet er, am Summer Breeze sehr viele Fans getroffen zu haben, sodass seine 60 mitgenommenen Autogrammkarten nicht ausreichten. Am 13. September schließlich erschienen 3 Videos. In Vlog des Drachen Nummer 17, Drachenlord wieder da, behauptet er, gerne mit anderen YouTubern einen Film drehen zu wollen. In 1000 Abo-Speziale Drachenlords Industrial Dance die zweite sieht man ihn auf der Dachterrasse tanzen. In Drachenlord Fanpost Nummer 2 liest er wieder Briefe von Fans vor. Auch gibt er an, er will nicht, dass ihn Leute zu Hause besuchen. In dem Video spricht er das Wort Genre auch zum ersten Mal richtig aus. Gegen Ende des Videos klingelt es an der Tür, angeblich weil Freunde ihn besuchen wollen. Am 14. September erschien Drachenlord und die Haarpflege. In dem Video redet er lange über seine Haare und kündigt dann noch einmal den Auftritt der Drachenlady an. Am selben Tag erschien TOM, Time of Metal Nummer 2, Band DragonForce, Album The Power Within. In dem Video stellt er das neue Album der Band DragonForce vor und spekuliert über die Nationalitäten der Bandmitglieder. Auf AskFM erhielt Rainer die Frage: Hör auf, die Videos löschen zu lassen, die auf Flachschon eingesendet werden.
Lachschon ist der Grundstein deines Erfolges. Ohne Lachschon wärst du nichts. Darauf entgegnete er: Ich bin ohne Lachschon alles, mit Lachschon eine Kommerzschlampe, das ich niemals sein wollte. Ich lösche alle Videos, die ihr von mir macht. Ihr habt keine Rechte auf meinen Namen oder meine Person. Ihr seid erbärmlich, gebt einfach auf und lasst es. Ich werde weiterhin alles löschen lassen, was ihr von mir hochstellt. Am 15. September lud Rainer das Video Drachenlord Vorstellung Beginn der Drachenwoche hoch. Darin bezeichnet er unter anderem die Hater als Fanatiker und kündigt ein Video über Fanatismus an. Auch kennt er immer noch nicht den Unterschied zwischen Narzissmus und Nationalsozialismus. Dann redet er hauptsächlich über sich selbst und seine Interessen. Er behauptet unter anderem, gerne Jazz, Wahlgesang und Wolfsgeheul zu hören, sich für Psychologie zu interessieren und Shakespeare zu lieben. Des Weiteren wäre er an einigen Mädels interessiert, diese wissen davon auch Bescheid, doch hat er keine Chance bei ihnen zu landen. Er gibt auch an, Kinder zu lieben, momentan viel Sport zu machen und sehr gerne Monster und Rockstar Energy Drinks zu trinken. Am 16. September erschien das Video Drachenlord und sein Frühstück. In dem Video erzählt er, die Nacht durchgemacht zu haben und sich jetzt Frühstück zu holen. Daraufhin filmt er sich selbst beim Autofahren. Erst holt er sich beim Rewe einen Kaffee, dann Semmeln und Brezeln beim Bäcker. Zu Hause angekommen, zeigt er noch kurz Fanpost vor und macht sich dann daran, sein Frühstück zu verspeisen. Am selben Tag erschien auch das Video Drachenlord spontanes Fantreffen in Nürnberg. Darin kündigt er an, am nächsten Samstag bei der Frankenmax, einem Treffen für Anime- und Manga-Fans, in Nürnberg zu sein, um dort die Betreiber des YouTube-Kanals Apple War Pictures zu treffen. Er bietet Fans die Gelegenheit an, ihn dort zu treffen. Auch deutet Rainer an, Hentais zu lesen und kündigt die Drachenlady für Freitag an. Auf AskFM behauptete er, schon mehrere Freundinnen gehabt zu haben. Am 17. September lud Rainer die Videos Infos und Scheiß-Schneidprogramm Sorry Leute hoch. Darin beschwert er sich über PC-Probleme und kündigt die Drachenlady für den morgigen Tag an. Am 18. September erschien dann endlich Drachenlord und Drachenlady Vorstellung, Drachenlady Vorstellung. Da die Dame in Begleitung ihres Bruders erschienen war, stellt ihn Rainer kurzerhand als Drachenbruder vor. Dieser sitzt während des Interviews entspannt im Hintergrund, raucht und bringt sich gelegentlich ein. Auf die Frage nach dem Lieblingsland antwortet der Drachenbruder Barcelona, was Rainer nicht zu irritieren scheint. Am 19. September erschienen die Videos Fantreffen auf der Frankenmax 2014 in Nürnberg und Drachenlord Fanpost Nummer 3. Darin beschwert sich Rainer auch über gehässige Kommentare unter seinem Drachenlady-Video. Mittlerweile war auch der Facebook-Account der Drachenlady von Hatern entdeckt worden. Auf AskFM verlautbarte Rainer, die Drachenlady würde in Zukunft nicht mehr in seinen Videos auftreten. Auch tauchte die Geschichte Sex im Mittelalter zum ersten Mal auf Lachschon auf. Obwohl diese aufgrund des Schreibstils inklusive zahlreicher Rechtschreibfehler und seiner Aussagen in dem Video vom 21. Mai von Rainer zu stammen scheint, gibt es von ihm keine Bestätigung, der Verfasser dieses Machwerks zu sein. Auch ein weiterer, vermutlich von Rainer stammender literarischer Erguss mit dem Titel Hausmädchen Stories wurde zu dieser Zeit bekannt. Am 20. September in den frühen Morgenstunden wurde das Drachenlady-Video auf YouTube gelöscht. Dann postete Rainer oder jemand, der sich mehr oder weniger erfolgreich als Drachenlord ausgab, auf Lachschon und stritt mit den anderen Usern. Auf AskFM beantwortete Rainer die Frage, welches sind die Vorteile, wenn man berühmt ist, mit bislang erkenne ich nur Nachteile. PS, definiere berühmt. An diesem Tag war Rainer auch auf der Frankenmax. Am selben Tag lud Rainer das Video Die dümmsten Aktionen im Internet, Folge 1, YouTube und Facebook hoch. Darin beschwert er sich wieder einmal über die Hater. Er behauptet zwar, der Hate würde ihn nicht stören, aber verbringt regelmäßig Zeit damit, Videos der Hater zu melden, sodass diese gelöscht werden. Auch gibt er zu, den Hate anfangs
bewusst geschürt zu haben, um dadurch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und Klicks zu generieren. Er redet über Lachschon, beleidigt die User der Webseite und bestätigt indirekt, den Thread über sich nach wie vor zu verfolgen. Er erwähnt, dass es mittlerweile laut seiner Zählung mehr als 200 Facebook-Seiten gibt, die sich hauptsächlich über ihn lustig machen. Auch zeigt er sich erneut enttäuscht und wütend über die anstößigen Kommentare unter dem Drachenlady-Video. Am 21. September erschien das Video Vlog des Drachen Nummer 18. Höre ich auf oder mache ich weiter? Ich weiß es nicht. Darin behauptet er, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, seinen Kanal zu löschen. Als er auf die Drachenlady und die verletzenden, teilweise anstößigen und lüsternen gegen sie gerichteten Kommentare zu sprechen kommt, wirkt er fast den Tränen nahe. Es gab schon immer mal so hin und her, ja, höre ich auf, höre ich nicht auf, aber das war nie so richtig ernsthaft. Das erste Mal, dass ich wirklich ernsthaft überlege, ob ich die ganzen Scheiße hinschmeiße, aber wirklich alles, von vorne bis hinten. Ratzepatz. Ich mag sie sehr. Und die Scheiße, die ihr abgezogen habt, die packe ich nicht. Für den Hate macht er hauptsächlich Lachschon verantwortlich und er fordert die User auf, keine Videos von ihm zu posten und keine Memes über ihn zu machen. Gegen Ende erklärt er, falls der Hate nicht zurückgehe, sehe er für sich keine Zukunft mehr auf YouTube. Daraufhin schwang Drachenlord auf Facebook und YouTube mit solcher Aggressivität den Bannhammer, dass davon wohl auch einige seiner wenigen richtigen Fans getroffen wurden. Es schien, Rainer hatte tatsächlich Gefühle für die Drachenlady und fühlte sich stellvertretend verletzt aufgrund der Kommentare ihr gegenüber. Er machte alleinig Lachschon dafür verantwortlich. Doch ging er mit dem Hate auf die schlechteste erdenkliche Weise um und befeuerte die Trolle nur noch mehr. Diese Interaktion lieferte das Schema für seine zukünftigen Auseinandersetzungen mit Hatern und Trollen. Durch amateurhafte, unfreiwillig komische Videos macht Rainer Trolle auf sich aufmerksam. Auf eine Provokation der Trolle folgt ein Wutanfall von Seiten Rainers. Daraufhin verschwindet er vorübergehend von der Bildfläche, so lange, bis ihn die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit wieder an die Öffentlichkeit treibt.